Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de und ihr könnt es sicherlich schon erkennen, heute stellen wir euch einen neuen Porsche vor. Aber tatsächlich nicht den Targa und auch nicht den GTS, sondern den neuen Panamera 4e Hybrid. Und wie immer starten wir mit dem Design. Tatsächlich habe ich dazu allerdings nicht so viel zu sagen, denn man erkennt den Unterschied zum normalen Panamera jetzt im Vergleich mit dem E-Hybrid eigentlich von außen kaum, zumindest nicht von der Front. Das Einzige, was uns hier auf E-Hybrid hinweist, ist das E im Nummernschild. Von der Seite ist das Ganze dann allerdings wesentlich offensichtlicher, denn wir sehen hier den Schriftzug E-Hybrid einmal an der Tür und wir sehen auch die leuchtend grünen Details, zum Beispiel hier bei der Bremse. Was dann tatsächlich eher auf den zweiten Blick auffällt, beziehungsweise bei einer Rundumansicht auffällt, ist, dass wir hier zwei Tankdeckel haben. Dabei ist natürlich einer ein richtiger Tankdeckel, in diesem Fall auf der Beifahrerseite, und wir haben hier noch eine weitere Klappe, die den E-Anschluss beherbergt. Damit können wir dann sozusagen Strom tanken, denn wie ihr vielleicht wisst, heißt E-Hybrid bei Porsche Plug-in-Hybrid. Und enden tut meine Designvorführung von den Äußerlichkeiten des Panamera dann eigentlich auch schon hier mit dem Schriftzug Panamera 4, der auch nochmal grün hinterlegt ist, damit wir wissen, dass es sich um einen E-Hybrid handelt. Dahinter verbirgt sich selbstverständlich ein Kofferraum und den muss ich nochmal erwähnen, denn da wir hier einen E-Hybrid haben, haben wir auch eine Batterie und die befindet sich hier drunter. Das heißt, irgendwo musste Platz geschaffen werden, nämlich in Form einer Kofferraumverkleinerung. 90 Liter Kofferraumvolumen sind dabei verloren gegangen. Das macht aber gar nicht so viel, denn wir haben hier noch ordentlich Platz. Nämlich genau 405 Liter, die wir dann auch noch erweitern können auf 1215 Liter. Beim Motor des Panamera 4 E-Hybrid wird es jetzt etwas komplexer, denn wir haben in meinen Augen eine interessante Lösung bei dem Verbrenner. Wir haben zwar mit 330 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment des Verbrenners die identische Leistung wie beim Panamera Basismodell. Allerdings ist es ein anderer Motor, denn wir haben hier den 2,9 Liter V6 Biturbo aus dem 4S, allerdings mit deutlich weniger Leistung und nicht den alten 3 Liter V6 Monoturbo in dem Basismodell. Wir sehen also äußerlich nicht unbedingt, dass der E-Hybrid noch mehr als den Motor drunter hat. Die einzige signifikante Änderung ist, dass auf der Motorabdeckung ein grünes Emblem um den V6 drumherum ist. Dann haben wir eine E-Maschine, die wir von hier nicht sehen. Die ist direkt mit Motor und Getriebe verbunden, sitzt also genau dazwischen, hat 100 kW Leistung, was umgerechnet 136 PS wären, ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter und das Ganze hat so viel Leistung, dass es reichen würde, in 5,7 Sekunden von 0 auf 60 km/h zu beschleunigen. Heißt, in der Stadt können wir sehr schnell auf typische Stadtgeschwindigkeit beschleunigen. Aber wenn Verbrenner und Elektromotor dann zusammenkommen, haben wir eine Beschleunigung von 4,6 Sekunden auf 100 km/h und eine Systemleistung von 340 kW bzw. 462 PS. Larissa hat euch ja schon die Steckdose gezeigt. Wir haben jetzt hier auch eine vergrößerte Batterie. Der Vorgänger war mit 9,4 Kilowattstunden angegeben. Jetzt haben wir 14,1 Kilowattstunden, aber wichtiger Faktor, das Gewicht ist unverändert geblieben und wir wissen ja, die zweite Generation des Panamera ist deutlich leichter geworden als der Vorgänger. Dementsprechend haben wir trotz in Anführungszeichen mehr Gewicht ein durchaus performantes Fahrzeug. Geladen werden kann hier in knapp unter 6 Stunden, wenn wir mit 3,6 Kilowatt laden. Es gibt auch optional noch einen stärkeren Onboard-Lader mit 7,2 Kilowattstunden. Dann sinkt die Ladezeit an der heimischen Steckdose mit 230 Volt auf rein theoretisch 3,6 Stunden. Und nun herzlich willkommen im Innenraum des Panamera. Allerdings wäre hier normalerweise die Stelle, wo ich einen Sitzcheck oder aber eine Innenraumbeschreibung mache. Das Ganze machen wir diesmal nicht, sondern ich verlinke euch ein Video dazu schon in der Infobox. Wir haben uns den Panamera ja schon mal genauer unter die Lupe genommen und die sind auch beim E-Hybrid identisch geblieben. Außerdem werden wir euch auch noch ein Video verlinken, wo wir schon mal die ganzen technischen Details erklärt haben. Auch das findet ihr selbstverständlich in der Infobox. Worauf ich euch allerdings aufmerksam machen möchte, sind diese zwei Tablets, die ihr jetzt hier sehen könnt. Eins hier, eins dort, die jetzt zum ersten Mal für uns verfügbar sind hier in diesem Panamera. Das heißt, wir haben die Chance, die euch mal ein bisschen
vorzustellen. 10,1 Zoll missen sie jeweils und basieren auf einem Android-Tablet, sind aber so im Handel nicht zu kaufen, sondern nur mit dem entsprechenden Auto beim Hersteller selbst. Warum ihr dieses Tablet nicht einfach im Einzelhandel kaufen könnt, ist schlicht und einfach die Tatsache, dass es besonders crashsicher ist. Und ein Hersteller muss dementsprechend halt auch die Crash-Sicherheit gewährleisten, wenn er euch das zu einem Auto mit dazu verkauft. Das heißt, iPad und Co. sind raus, denn die erfüllen diese Bedingungen nicht. 32 GB umfasst der interne Speicher. Wem das Ganze nicht reicht, der kann das Ganze noch mit einer MicroSD selber upgraden. Auf dem Tablet selber können wir jetzt zum Beispiel diverse Apps, die wir gerne mögen, uns downloaden und dann dementsprechend während der Fahrt auch ansehen bzw. benutzen. In unserem Fall ist das zufälligerweise mal YouTube und zufälligerweise läuft da auch ein Video von uns und tatsächlich vom Porsche Panamera. Mein Gott, so viele Zufälle gleichzeitig. Selbstverständlich gibt es außerhalb von YouTube bzw. Chrome, womit wir dann ins Internet gehen können, aber noch ganz viele andere Apps, die wir wählen können. Von Musik, Filmen, die wir uns drauf spielen können, bis hin zu E-Books ist alles dabei. Die Standardsachen wie Taschenrechner, Kalender und Co. ebenfalls. Was ich persönlich ganz cool finde, ist, dass wir uns auch anschauen können, wo wir uns gerade bewegen bzw. wo unsere Route hingeht. Und wem das dann noch nicht reicht, der kann tatsächlich mit dieser kleinen Kamera hier oben, sie ist nur ein kleiner Punkt, wie man das von einem Tablet kennt, sogar Internettelefonie bzw. Videotelefonie betreiben und auch chatten, wenn man möchte. Das finde ich extrem cool. Hören kann man dann nicht nur unser Video, sondern generell alle Sachen, die dort abgespielt werden. Zum einen, wenn man möchte, über das komplette Auto. Hier selber sind auch nochmal 2 Lautsprecher dran. Oder aber man geht einfach mit den entsprechenden Porsche-Kopfhörern in Private-Modus. Wenn der Film dann angefangen hat oder aber man neue Filme drauf spielen möchte, kann man das Tablet selbstverständlich ganz normal einfach mit nach Hause nehmen. Hier hinten sind 2 Klemmen, die wir einfach mal drücken und dann lässt sich das so ein bisschen schräg einfach anheben. Das Schöne an einem Plug-in-Hybrid ist ja, dass wir in der Stadt beispielsweise bei voller elektrischer Ladung komplett lokal, wohlbemerkt, emissionsfrei fahren können, was wir derzeit auch tun. Im großen Display sehen wir, wie weit wir mit der aktuellen Fahrweise noch kommen. Das sind jetzt aktuell bei entspannten 44 km/h noch 41 Kilometer. Wenn wir natürlich den Stempel etwas kräftiger durchdrücken, dann sinkt die Reichweite dementsprechend. Porsche gibt das an mit 25 bis 51 Kilometer gesamt in der elektrischen Reichweite. In Kombination mit dem Verbrenner kommen wir dann theoretisch 800 bis 1000 Kilometer weit mit einer Tankfüllung, die 80 Liter misst. Was ist weiter anders beim Plug-in-Hybrid Panamera gegenüber den gewöhnlichen Panamera? Zum Beispiel ist im Sport Chrono Paket der schöne Drehknopf anders aufgebaut. Heißt, wir haben den E-Mode ganz oben, der normalerweise normal wäre. Und daneben den Hybrid-Mode, da wird dann Verbrenner und batterieelektrische Motoren zusammengeschaltet. Und darunter aber natürlich weiter Sport und Sport Plus. Allerdings sind die Modi etwas anders aufgebaut. Im Sport-Modi beispielsweise wird die Batterieladung immer so gehalten, dass wir ein Mindestniveau haben, sodass wir beispielsweise aus einer Kurve heraus immer genug elektrischen Boost haben. Im Sport Plus hingegen wird alles so optimiert, dass die maximale Performance von beiden kombinierten Antrieben bereitsteht. Heißt allerdings auch, dass nur im Sport Plus Modus der VMAX von 278 km/h erreicht werden kann. Das System orientiert sich inzwischen am 918 Spyder, ist also nicht mehr mit dem alten Panamera Plug-in Hybrid zu vergleichen. Heißt, wir haben sehr viel intelligentere Modi, wobei der Verbrenner kontinuierlich, wenn es denn die Systematik aktuell erlaubt und als sinnvoll erachtet, immer die Batterie nachlädt, weil im Prinzip damit effizienter gefahren werden kann, angefahren werden kann, effizienter gerollt werden kann. Aber wir können auch in den Modi selber wählen, wie wir fahren wollen. Heißt, entweder Hybrid-Auto, da wird alles automatisch geregelt. Können wir natürlich auch hier einfach über den Drehknopf in Hybrid wechseln. Fahren wir jetzt aktuell weiter elektrisch, weil es einfach sich so ergeben würde und wir nicht den Verbrenner brauchen. Heißt allerdings, wir haben auch einen Modi hier E-Hold. Dabei wird die aktuelle Batterieladung einfach so, wie sie ist, gehalten, sodass wir, wenn wir beispielsweise von einer Autobahn runterfahren, in der Stadt dann lokal emissionsfrei fahren können. Ferner gibt es aber auch E-Charge, der dann wiederum den Verbrenner nutzt, um
nicht ganz so effizient, aber dann später wirkungsvoll, die Batterie aufzuladen, um dann wiederum später rein elektrisch zu fahren. In Hybridauto sehen wir dann auch, was genau aktuell stattfindet. Heißt, nutzt er ein bisschen Energie aus der Batterie oder lädt er durch den Verbrenner die Energie hier im Infodisplay. Wenn wir dann in Sport schalten, fängt das Porsche typische an. Das heißt, er schaltet definitiv erstmal einen Gang runter, er dreht direkt etwas höher und da wir in Sport sind, wird auch die Ladeleistung etwas höher. Heißt, der Verbrenner wird schon direkt genutzt, um die Batterie aufzuladen. In Sport Plus ändert sich erstmal, doch, es ändert sich viel, denn er lädt weitaus schneller und mehr die Batterie. Neben Sport Chrono, also dieser schönen Uhr hier vorne und dem schönen Drehrad hier am Lenkrad, das natürlich auch hier in dieser Form den schönen Push-to-Pass-Knopf hat, wie ich ihn gerne nenne, haben wir auch die Dreikammer-Luftfederung, wie sie teilweise im normalen Panamera optional zu haben ist. Heißt, wir können ihn ablassen, wir können ihn härter einstellen und aber auch so aktuell sehr sanft abrollen fahren, was natürlich den Fahrkomfort, den Preis entsprechend gestaltet. Wie immer am Ende eines Videos bekommt ihr ein kurzes abschließendes Fazit zum Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Wenn ihr unseren Kanal länger verfolgt, dann wisst ihr sicherlich, dass ich ein großer Fan vom Panamera bin. Designtechnisch wie auch vom Konzept her finde ich dieses Fahrzeug einfach sehr, sehr gut. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hier direkt eingehen möchte. Wenn man sich den E-Hybrid jetzt kauft, kauft man sich tatsächlich nicht unbedingt ein anderes Fahrzeug, denn designtechnisch hat sich schlicht und einfach, bis auf kleine Details, nichts verändert, was ich sehr, sehr gut finde. Denn man kauft sich den E-Hybrid ja, um eine andere Antriebsvariante zu bekommen. Und die, muss ich sagen, ist echt gut gelungen. Ihr kennt das vielleicht, dieses typische, wenn man so ein Elektroauto hört, dieses typische leichte Pfeifen, leichte Surren in der Luft. Das hat man hier tatsächlich beim Panamera nicht. Man vergisst also auch akustisch nicht, dass man sich in einem Porsche fortbewegt. Großes Plus dafür. Und ganz zum Schluss geht das Wort wie immer an euch. Wie findet ihr den neuen Porsche Panamera 4 E-Hybrid? Wäre das ein Fahrzeug, was ihr euch zulegen würdet? Würdet ihr diese Antriebsart wählen? Und wenn nicht, warum nicht? Sicherlich ist zum Beispiel bei Fabian und mir ist so, dass natürlich 4S noch ein bisschen mehr hat, der Sound noch krasser ist. Geht es euch genauso oder wäre dann das eher wirtschaftlich gesehen die Entscheidung, die ihr treffen würdet? Schreibt das alles gerne unten in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen noch einen Daumen hoch, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch direkt. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.